Hi, hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Mühlenabenteuer. Ich freue mich total, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ja, heute, und das kann ich euch versprechen, wird sich der Hubi wieder etwas dreckig machen. Worum geht es im Detail? Da hinten, da steht ja unsere Putzmaschine. Die habe ich das letzte Mal benutzt vor etwa, naja, sage ich mal, 4 Monaten wahrscheinlich, als das mit dem Bad, dem Flur und dem Mühlraum richtig heiß war. Ich brauche die jetzt wieder, und zwar ist es so, dass ich oben in dem Raum, wo wir letztens gemauert haben, da schon noch mal ein paar Steckdosen eingebaut habe. Ich habe mir schon mal eine Schilfmatte hochgebracht und die Schilfmatte, die werden wir jetzt gleich zusammen anschießen, werden das Holz mit Schilf so verkleiden, dass es tragfähig ist, also Putzträger für Lehmputz aufbringen. Und dann habe ich ja hier meine Putzmaschine und mein kleines Lehmlager. Wir müssen den Dampfer noch leer räumen, dann die komplette Maschine wieder ertüchtigen, dass die bereit ist, um neuen Lehmputz zu verarbeiten, und dann den Raum verputzen. Also das ist zumindest so im Groben das, was ich heute vorhabe. Wie weit ich damit komme, seid gespannt, bleibt dran, wir legen los. Ja, viel haben wir ja natürlich schon saniert. Die von euch, die nicht zum ersten Mal dabei sind, die wissen, dass wir hier schon seit einiger Zeit fleißig am Renovieren sind. Wir machen alles mit Naturbaustoffen, das heißt also Lehm, Kalk, Holz sind so die vornehmlich verwendeten Werkstoffe. Ja, und damit machen wir heute weiter, damit der Putz an den Wänden halten kann, beziehungsweise an den Holzflächen, muss da erst ein spezieller Putzträger dran, und den machen wir jetzt gleich als erstes zusammen dran. Ja, damit das mal so schön aussieht wie hier, müssen wir natürlich noch ein bisschen was tun. Aber ich möchte gern die warme Saison noch ausnutzen, um jetzt hier in diesen Räumen weiterzukommen. Denn bei der Temperatur verdunstet ja einfach das Wasser besser und der Lehm härtet ja nicht irgendwie chemisch aus, sondern der trocknet einfach nur. Und diese Wände sind alle mit Lehm verputzt. Ja, also wenn er mal trocken ist, dann kann man den eigentlich von einem Putz, der chemisch abbindet, nicht mehr unterscheiden. Das Schöne ist, diese Putze sind alle bis auf ewige Zeit wiederverwendbar. Das heißt, wenn man den jetzt runterschälen würde von der Wand, dann könnte man den einfach mit Wasser wieder neu anrühren und dann könnte man den wieder verputzen. So, bevor wir jetzt anfangen können, den Kompressor hier in Betrieb zu nehmen, muss ich noch mal ein bisschen Elektrik improvisieren. Das heißt, ich brauche hier eine Steckdose, wo ich das Verlängerungskabel einstecken kann. Das hatte ich immer drüben in dem Raum. Den habe ich jetzt aber schon zum Verputzen so weit vorbereitet, dass ich die Steckdose rausgebaut habe und Putzdeckel drauf gemacht habe, weil ich ja auch noch andere Steckdosen nachrüsten musste. Ja, hier ist jetzt momentan keine. Von daher müssen wir eine schaffen. So, ich habe weitgehend die Stromkreise von den Steckdosen, von den Stromkreisen des Lichts getrennt. Und wie man sieht, hat das natürlich gewisse Vorteile. Man muss auch beim Steckdosen anklemmen nicht im Dunkeln arbeiten. Ich prüfe jetzt die Steckdose, ob die Phase anliegt, ob der Null anliegt und auch ob der Schutzleiter anliegt. Das ist soweit alles in Ordnung. Auf der Gehäuse ist auch keine Spannung. Somit kann ich die Steckdose jetzt verwenden. Ja, der Aufwand dient dem Einsatz des Breitrückenklammergeräts. Das habe ich ja in vergangenen Videos auch schon öfter mal vorgestellt. Hier sind Breitrückenklammern drin. Die kaufe ich ja, immer in großen Kartons, und das sind jetzt natürlich neue. Ich hatte das immer so kupferfarbene, die liefen gut.
Die gab es jetzt aber nicht mehr. Jetzt habe ich hier so wieder so Goldfarben. Ne? Und wenn ihr mir die Daumen ein bisschen drückt, laufen die auch. Aber ich merke schon, die kupferfarbenen liefen besser. Um einen schönen, frisch sanierten Flur nicht gleich wieder einzusauen, habe ich hier schon diese reichlich gebrauchte Malerflies jetzt hier im Durchgangsbereich ausgelegt. Denn durch diese Tür da drüben bei euch, da hole ich das ganze Material rein. Und hinter dieser Tür verbirgt sich unsere Arbeitsstelle. Da wenn wir den Lehmputz an die Wand machen, da müssen wir jetzt auch erstmal die Putzträger an die Wand schießen. Und damit ich mir immer die Schuhe ausziehen muss und auch sonst muss ich ja den Boden nicht einsauen. Gerade wenn es dann hier mit der Putzerei losgeht, kann ich eben nicht dafür garantieren, dass das alles so ganz ohne Kollateralschäden abgeht. Von daher, jetzt bin ich noch einigermaßen sauber und deswegen mache ich hier erstmal gleich ein bisschen Bautenschutz. Wie ich schon gesagt habe, zum Anschießen dieses Putzträgers benutze ich hier diese Breitrückenklammern und das hat einfach den Vorteil, dass ich mit diesem breiten Rücken einfach hier über möglichst viele Halme schießen kann. Das erleichtert mir ganz wesentlich die Montage von diesem Putzträger und das garantiert dann eben auch, dass der Putzträger gut mit dem Untergrund verhaftet bleibt und dass der Putz dann sicher auf den Holzbalken armiert ist. Wenn man das jetzt einfach nur so dran spritzen würde, würde das auch eine Weile halten. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass das nicht von langer Dauer ist. So, bevor ich natürlich jetzt mit dem Krachmachen anfangen kann, gibt es auch noch was auf die Ohren. Das war der erste Streich. Den Balken habe ich nicht verkleidet, weil ich den sichtbar lassen möchte. Ansonsten habe ich überall jetzt den Putzträger dran geschossen und wie man sieht, hier habe ich Steckdosen eingebaut, die habe ich so ein bisschen vorstehen lassen, damit die nicht gänzlich tief im Putz verschwinden. Ich habe die einfach hier mit Lehm eingesetzt. Das habe ich vor 2 Tagen gemacht und ihr seht, der Lehm ist schon recht trocken. Das mache ich damit ich nicht überall Gips verwenden muss. Beziehungsweise ich verwende zum Einsetzen der Dosen überhaupt keinen Gips, weil ich finde, dass das einfach nicht so richtig gut zusammenpasst. In dem Lehmputz kann man eine Steckdose auch durchaus in Lehm einsetzen, wenn man eben ein bisschen Zeit hat. Wenn ich natürlich morgen gleich eine Steckdose reißen will, dann brauche ich heute die nicht mit Lehm einsetzen, aber in der Regel ist das ja so, dass die eingesetzt werden und dann erstmal lange Zeit in Ruhe gelassen werden, bevor da wirklich irgendwie mechanische Belastung drauf kommt, und in der Zeit ist der Lehm lange hart geworden. So, weil wir für die Aktion den Dumper brauchen und ich hier noch so ein bisschen Altholz drauf habe, müssen wir den natürlich jetzt als allererstes erstmal leer räumen.
So ihr Lieben, der Dumper ist an Position. An dieses Big Bag erdfeuchten Leben könnt ihr euch ja vielleicht noch erinnern, wenn ihr den Heckstapler-Test gesehen habt von dem Video, was ich gemacht habe, als ich den Heckstapler das erste Mal angebaut habe. Das heißt, der Heckstapler hatte richtig doll mit dem Big Bag zu kämpfen, aber es hilft nichts. Ich werde jetzt den Kran nehmen, das Big Bag anhängen und versuchen, da oben auf den Dumper drauf zu manövrieren, wie der Heckstapler sich geschlagen hat. Das habt ihr gesehen. Schauen wir mal, wie der Kran sich schlägt. Ja, wie ihr in dem Video vom Heckstapler gesehen habt, hat er sich ordentlich über das Gewicht von dem Big Bag beschwert. Jetzt ist es wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so nass, wie es mal gewesen ist, weil das Big Bag, das ist ja ein bisschen porös, da kann die Feuchtigkeit auch wieder raus. Das heißt, er hat wahrscheinlich ein bisschen an Gewicht verloren, aber im Großen und Ganzen hat dem Kran das Gewicht nichts ausgemacht und der hebt etwa 1,6 Tonnen. Das heißt, deswegen würde ich denken, dass das auf keinen Fall schwerer ist als 1,6 Tonnen. Weil sonst würde der Kran das nicht heben. Da geht die Überlastabschaltung an. Und der Kran hat es einwandfrei gehoben. Von daher, ja, der Kran auf jeden Fall im Vergleich zum Heckstapler deutlich kräftiger. So, dann wollen wir mal das Mützchen abnehmen von der Maschine. Und sehen, dass wir die vielleicht wieder einsatzbereit bekommen. Wie ihr mal im fast frischen T-Shirt erkennen könnt, hat nicht nur die Anlage eine Grundreinigung bekommen, sondern ich auch. Ja, ich musste die Schläuche alle noch mal mit dem Schlauch durchspülen, bevor ich sie jetzt befüllen kann. Da der Lehm doch schon eine Weile drin war und ich will keine Rohrkrepierer riskieren. Von daher ja, habe ich das erstmal alles schön sauber gemacht. Mich dabei ordentlich dreckig, aber jetzt gehe ich da hoch und fülle die Anlage mit frischem Lehm.
anfangen, die Schläuche zu füllen. Dafür lasse ich hier den Spritzkopf erstmal ab. Aber ich habe hier die Druckluft, wenn ich die aufdrehe, dann fängt drüben die Förderschnecke an zu fördern und dann müsste hier gleich Lehm rauskommen. Jetzt ist der Schlauch erstmal mit ein bisschen Schlamm und Wasser gefüllt, aber die Maschine pumpt jetzt frischen Lehm durch. Der Tag rinnt mir durch die Finger. Ich kann es nicht aufhalten. Es ist schon 5. Ich habe heute früh angefangen. Aber ja, normalerweise versuche ich das unter der Woche immer so vorzubereiten. Ich hatte unter der Woche jetzt keine Zeit. Von daher ist jetzt alles hier am Samstag hängen geblieben. Aber jetzt bin ich soweit. Der Schlauch ist gefüllt, die Maschine ist einsatzbereit. Und jetzt werde ich mir versuchen, mit dem Kran oben durchs Fenster reinzuziehen, den Schlauch. Und dann auf jeden Fall noch ein bisschen Putz an die Wand zu machen. Es ist ja ein langer Tag, wir haben ja jetzt Mitte Juni und beziehungsweise Sommersonnenwende, von daher ist jetzt der längste Tag und die kürzeste Nacht. Und wenn man so eine Baustelle hat wie hier, dann muss man das natürlich auch nutzen. So Leute, die Anaconda ist eingetroffen. Ich habe den Putzschlauch jetzt hier oben drin. War nicht einfach, muss ich sagen. Überhaupt nicht einfach. Und drückt mir doch jetzt mal ein bisschen die Daumen, dass ich jetzt nicht gleich wieder einen Rohrkrepierer bekomme. Ich habe jetzt schon etliche Rohrkrepierer gehabt. Ich habe euch davor ein bisschen verschont. Aber das ist natürlich, wenn man so einen Schlauch eine Weile nicht benutzt und dann zum ersten Mal wieder füllt, dann ja, ist immer da, wo die Kontaktstellen sind, wo die Schläuche aneinander gesteckt sind. Es läuft und plötzlich hört es auf zu laufen und ich musste einmal mit der Schlagbohrmaschine durchbohren, weil sich da so ein Pfropfen vorgesetzt hatte. Und ja, keine Ahnung, wenn es dann erstmal wieder anfängt zu laufen, dann läuft es, dann hat man auch lange überhaupt keine Probleme mehr damit. Und ja, ich habe es jetzt draußen ordentlich gespült, das habt ihr gesehen und ich hoffe, dass ich davon jetzt hier ein bisschen profitieren kann. Was soll ich sagen? Ja, es fühlt sich heute einfach, es passt einfach gut in die Allgemeinsituation. Ich hatte den natürlich jetzt schön dünn gemacht, damit es auch keine Rohrkrepierer gibt. Aber das Zeug ist einfach viel zu dünn. Das Gute ist, die Porotonsteine, die ziehen natürlich jetzt ordentlich an, weil die sind ja echt trocken. Also ich habe ja nichts vorgenässt. Und jetzt gehe ich da mal runter und mache ein bisschen matschigeres Zeug, ein bisschen dickflüssigeres Zeug. Die Schläuche sollen ja jetzt okay sein. Und dann schaue ich, dass das bis dahin ein bisschen angezogen hat und ich ein bisschen dickflüssigeren Lehm jetzt auftragen kann.
So, ich schätze mal, dass ich jetzt locker 800 Kilo Lehm an die Wand gespritzt habe. Ich wollte das ja heute noch nicht fertig machen. Obwohl sich auch dickschichtig ziemlich gut verarbeiten lässt, würde ich es jetzt erstmal bis nächste Woche trocknen lassen. Und nächste Woche, dann mache ich nochmal so eine Aktion. Und dann putze ich hier gleich Gewebe ein. So. So ein bisschen Lehm in der Maschine. Den lasse ich da auch drin. Und in der Pumpe bzw. in der Putzmaschine ist auch noch Lehm. Den decke ich jetzt so ein bisschen ab, dass da nicht so viel Blätter und Zeug reinfliegt. So. Den muss ich wahrscheinlich nächste Woche wieder ein bisschen nass machen. Das ist aber nicht so schlimm. Jetzt muss ich noch das Wasser abstellen. Und gehe jetzt auch ins Wochenende. Es ist jetzt, naja, geht auf 9, glaube ich. Aber ich habe noch gut geschafft. Ich habe all das geschafft, was ich schaffen wollte. Seht ihr ja selbst, im Big Bag ist nicht mehr viel drin. Ich habe aber gerade gesehen, dass ich noch ein angebrochenes habe. Ich habe gedacht, es wäre Feinputz, aber es ist auch Unterputz. Also in Summe mit dem und dem, was ich noch habe, kriege ich auch die Gefache auf der anderen Seite noch schön verputzt. Da muss ja auch noch ein bisschen Putz dran, hilft ja alles nichts. Und ja, beim nächsten Mal, da versuche ich dann Gewebe einzuspachteln, dass wir die Wand dann trocknen lassen können. Und wenn die dann dementsprechend trocken ist, dann werde ich noch mal eine schöne Feinputzaktion machen. Das heißt, da kommt dann noch mal so ein Lehm-Feinputz in dem ganzen Raum aufgespachtelt. Der muss dann auch noch mal ein bisschen trocknen. Dann kann er schon gestrichen werden, dann kann der Fußboden rein und dann hätten wir den nächsten Raum auch schon fast fertig. Von daher, wenn es euch interessiert, wie es weitergeht, gibt natürlich auch noch andere spannende Themen, denen wir uns hier widmen. Aber ja, wie es sich entwickelt, werden wir sehen beim nächsten Mal. Ich gehe jetzt mal wieder mich ein bisschen abkerchern. Bis dahin, macht's gut, ciao. Tschüss.